einen kleinen Gempion-Skandal haben wir schon überstanden, erfolgreich, doch es folgt auch schon der nächste. Ja, und zwar war jetzt dieses Wochenende das erste Stage-Final, beziehungsweise technisch gesehen läuft es noch 26 Minuten. Und um bei diesem Stage-Final teilzunehmen, wurde am Anfang kommuniziert für die Gempion Tournaments, dass man die verschiedenen Qualifier spielen muss, die ich jetzt über die letzten 3 Monate verteilt alle 2 Wochen gespielt habe. Es waren 6 Qualifier, alle 2 Wochen, aka Januar bis Ende März, basically. Und ja, da dachte man, dass man sich damit dann für dieses Stage-Final qualifiziert. Jetzt haben sie aber last minute am 5.4. eine Änderung gepostet auf dem Discord-Server von GemHub. Komischerweise nicht mehr auf dem Gempion Discord, sondern extra auch noch auf dem GemHub Discord. We have a quick changing for Stage 1 Final for FLIVE 2024 League for this Sunday. Team decided to open up widely for Stage 1 Final. Now anyone can participate in the tournament. There will be no need for a ticket anymore. It will be a great opportunity to get big prizes and we hope the great luck for everyone. Show us some good competition and have some fun. Das steht da wirklich so. Also ich kann Englisch, aber ich habe es probiert ein bisschen zu korrigieren on the fly, aber es ist wirklich schlecht geschrieben. Naja. Jedenfalls, was das bedeutet im Endeffekt ist halt folgendes. Also normalerweise die Qualifier, die kosten schon mal Eintritt. Also die Qualifier ist nur ein GHub G, müsste das heißen. Ist egal, auf jeden Fall diese Gempion-Währung, um die es geht im Endeffekt, kosten Eintritt. Das heißt, das wird von einem Gewinn abgezogen. Es ist nur 1 und man gewinnt in der Regel 10 bis 80, also es ist nicht so schlimm. Aber es kostet 1 Eintritt. Das Stage Final kostet keinen Eintritt, weil es ja eigentlich so gedacht ist, dass nur Leute daran teilnehmen, die bereits Qualifier gespielt haben und sich logischerweise auch dafür qualifiziert haben. Jetzt haben sie aber die Qualification Stage quasi komplett nutzlos gemacht, weil du musstest dich jetzt ja gar nicht qualifieren und jeder konnte jetzt einfach mitmachen. Und entsprechend hat es jetzt einfach keinen Eintritt gekostet und die Leute konnten komplett for free für $1000 competen. Natürlich Leute, die noch nie wirklich mitgespielt haben, da ist jetzt auch keiner in den Top 8, soweit ich weiß, also hat es im Endeffekt keinen großartigen Unterschied gemacht. Aber selbst wenn man nicht in den Top 8 ist, gewinnt man trotzdem 5 und muss keinen Eintritt zahlen, was halt einfach nur lächerlich ist, weil, ja, also keine Ahnung, ich will jetzt nicht so heftig gatekeepen, also ich meine, es ist ja gut, wenn mehr Leute Interesse daran haben, grundsätzlich, weil es ja irgendwo auch die Spielerzahl im Endeffekt positiv beeinflussen kann. Das ist ja das, was ich immer sage. Aber was ich einfach absolut lächerlich finde, ist, dass man 2 Tage vorher Regeln, die seit Monaten feststehen, einfach aus dem Fenster wirft, nur weil man gemerkt hat, okay, es nehmen irgendwie nicht so viele Leute teil oder so, wie man sich anfangs wahrscheinlich erhofft hatte. Und um das quasi ein bisschen spannender zu machen oder sonst was, sagt man einfach, ach, ihr habt es nicht geschafft, euch zu qualifieren? Doch, ihr könnt einfach trotzdem mitspielen. Scheißegal, Qualifier spielen einfach absolut keine Bedeutung. Haben absolut keine Bedeutung. Ist egal. Und das finde ich schon echt lächerlich, auch wenn es jetzt effektiv keinen Unterschied gemacht hat. Ist egal, es ist trotzdem lächerlich, es geht ums Prinzip im Endeffekt. Weil das heißt ja jetzt letztendlich, die können einfach kurz vorher irgendwelche Regeln ändern und du kannst nichts dagegen tun. Und das sollte so nicht sein. Also ich meine, wenn man mal so Sport oder E-Sport vor allem, im normalen Sport passiert das, glaube ich, eher seltener, im klassischen, traditionellen, aber im E-Sports, jedes Mal, wenn so kleinere Tournament-Organizer kurzfristig etwas ändern, die Leute sind pissed und die kriegen richtig viel Hate dafür ab und es ist auch absolut verdient. Ich will jetzt hier nicht so tun, als wäre es jetzt eine große Sache bei FLIVE, keine Frage, ist es nicht, das ist mir klar, aber es geht ja trotzdem ums Prinzip, du verarschst die Leute, die, wie gesagt, jeden Qualifier mitgespielt haben, die sich für jedes Tournament registriert haben. Du verarschst die Leute einfach, indem du ihnen quasi sagst, ach, du hast jetzt 3 Monate lang jedes Wochenende gespielt und geguckt, dass du da dabei bist, mindestens einmal. Klar, zugegebenermaßen, man hätte jetzt nicht bei jedem Qualifier unbedingt mitmachen müssen. Dafür gab es ja 6 Stück. Aber ist ja egal. Ne? Es geht ja trotzdem ums Prinzip. Und all diesen Leuten sagst du quasi, ja, du hättest eigentlich gar nicht mitspielen müssen. Du hättest jetzt auch einfach so mitmachen können. Und wenn man vor allem weiterdenkt, ja, weil das waren jetzt ja die kleinen Turniere, also es fängt ja klein an und es wird immer größer. Die Preisgelder werden jetzt immer größer, quasi. Außer für die Qualifier, die bleiben gleich, aber ansonsten werden die Preisgelder immer höher. Und das heißt, es geht um immer mehr Kohle. Und das ist halt immer irgendwo auch bedenklicher dann im Endeffekt, wenn du weißt, okay, kurzfristig könnte sich alles ändern
und die können im Endeffekt machen, was sie wollen. Ich meine, klar können sie machen, was sie wollen. Das ist ihr Tournament, das ist ihr Zeug, schon klar. Aber es ist halt aus einer Spielersicht einfach unangenehm, wenn man sich vorstellt, okay, du hast keine Ahnung, ob die jetzt nicht plötzlich einfach nochmal vielleicht auch irgendwas anderes ändern und du kannst nichts dagegen tun. Und das ist halt einfach ein bisschen schade. Es wirft, finde ich, persönlich ein sehr schlechtes Licht auf sie, weil, dass sie das geändert haben, ist ja kein Problem, dass sie es vor dem ersten Stage-Final geändert haben. Sie hätten es halt quasi danach ändern müssen. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, Leute, passt auf, die Teilnahme gefällt uns nicht, es ist anscheinend zu... Ich weiß gar nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt gesagt hätten, uns gefällt einfach nicht, wie es läuft, wir wollen ein bisschen was ändern. Hey, okay, aber ändert das doch nach der ersten Phase. Also wir sind jetzt quasi in Phase 1, 6 Qualifier, Finale, dann beginnt Phase 2, wieder 6 Qualifier, Finale 2. Und warum ändert man das nicht nach Finale 1? Warum muss man das vor Finale 1 ändern? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Weil, wie gesagt, wenn du eine Phase abgeschlossen hast, den kompletten ersten Zyklus quasi einmal durchlebt hast, von 3, das war jetzt quasi Teil 1 von 3 mehr oder weniger, heute endet Teil 1, Teil 2 kommt dann in 2 Wochen oder beginnt in 2 Wochen. Und warum ändert man das nicht danach? Also warum muss das vorher noch sein, wo man, wie gesagt, den Leuten komplett auf die Füße tritt, die jetzt da monatelang mitgegrindet haben? Und ich weiß zumindest von mindestens einer anderen Person, die an dem Tournament teilnimmt, die das auch nicht lustig findet oder die das auch nicht so cool findet. Und auch absolut, wie gesagt, berechtigt, weil wirft einfach ein extrem schlechtes Licht auf sie. Man fühlt sich einfach ein bisschen verarscht und man hat halt auch so ein bisschen Angst, was könnten sie noch kurzfristig einfach mal ändern, was anfangs ganz anders kommuniziert wurde mit den Regeln und so weiter. Also ist alles in allem irgendwie nicht so cool und ja, sehr schade das Ganze. Dann aber noch zu der erfreulicheren Nachricht oder, keine Ahnung, Update, was die Event-Items angeht. Ihr seht schon, ich habe jetzt von jeder Box von dem Event über 600 Stück gefarmt. Es ist wirklich absurd, wie gut die droppen. Also im Endeffekt jedes Monster droppt eine Box fast. Das ist klassisches klassischer Vorführeffekt. 3 Monster getötet, keine einzige Box gedroppt. GG. Aber nahezu jedes Monster droppt im Endeffekt eine Box. Und manchmal droppt man auch 4 oder 5 Boxen bei einem Monster. Die Seedlings habe ich jetzt schon über 2000, die droppen auch insane, wobei zugegebenermaßen von den Seedlings braucht man auch wirklich extrem viele, um da wirklich mal was mit anfangen zu können. Also ich persönlich ja sowieso nicht, aber grundsätzlich, deswegen passt das schon, dass man davon jetzt schon über 2000 oder ich schon über 2000 gedroppt habe. Und zeitgleich läuft ja noch das Power-Ups im Überfluss-Event, das ist echt, es ist geistesgestört. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es ja, wie gesagt, schon am Anfang vom Event gesagt, aber jetzt wo ich halt auch mal 4-5 Stunden gefarmt habe, es ist geistesgestört. Es fühlt sich einfach so belohnend an. Also ich habe jetzt hier Power-Ups, 18 mal Fita-Cookie, 17, 4 mal Kürbis-Lolli, ein paar Power-Ups habe ich auch benutzt. Dann dieser zweiter Jahrestagsballon, Typ B und C mit Droprate, XP und so ein Zeug. Also du kriegst hier Sachen hinterhergeschmissen. Liebliches Kohleklümpchen, 19 Stück. Wie gesagt, das war mal sau viel wert. Keine Ahnung, was es heutzutage wert ist, aber es war mal sau viel wert. Also auch geistesgestört, einfach 19 davon. Komplett aus dem Nichts im Endeffekt. Ich habe noch nicht mal alle Power-Ups aufgehoben, tatsächlich, die halbwegs interessant oder gut für mich wären. Ein paar habe ich immer erst relativ spät aufgehoben, wenn ich sie ja zufällig auf dem Boden habe liegen sehen und den Effekt durchgelesen habe. Aber worauf ich hinaus will, ist, es fühlt sich extrem belohnend einfach an. Klar kann man sagen, man kann immer alles auch so ein bisschen negativ sehen. Mache ich selber tatsächlich auch öfter mal, zugegebenermaßen. Aber wenn es hauptsächlich um Power-Ups geht, und das ist jetzt ja wirklich dieses Event, haben wir jetzt schon 5-mal gesagt, ich weiß, aber es geht wirklich hauptsächlich um Power-Ups. Also jetzt nicht beim Power-Ups im Überfluss-Event, sondern bei dem Spring-Event. Und klar kann man da sagen, okay, so viele Boxen zu bekommen, wird irgendwann auch wieder langweilig, oder so ein bisschen. Oder man kann sagen, ja, da ist jetzt ja auch nichts wirklich Besonderes drin. Also es ist da nicht so ein Item drin, dieses eine Item mit dieser 0,01% Chance, das jeder haben will. So ein bisschen gibt es da jetzt wahrscheinlich eher weniger. Also ich meine, es sind sicherlich seltenere Items drin, die man unbedingt haben will. Aber jetzt nicht dieses One-Item, wie zum Beispiel der weißäugige blaue Drache. Das wäre so ein One-Item, das man unbedingt haben will und wahrscheinlich extrem selten ist. Und von dem her, ich finde einfach, es fühlt sich einfach gut an. Ja, du hast einfach ein geiles Spielgefühl, du kriegst was, du siehst, es verändert sich was, wenn du ein paar Stunden farmst, und zwar gewaltig, wie gesagt. Und einfach nice. Ich muss einfach sagen, wenn man jetzt Flight Universe gewöhnt ist und die eher sporadischen
schlechteren Events, die meistens auch gar nicht mit Monster töten funktionieren. Also die meisten Events bei Flive Universe sind so aufgebaut, dass du keine Monster töten musst, sondern du musst irgendwas anderes machen. Entweder spezielle Event-Monster töten oder irgendwas ganz anderes. Was auch nicht schlimm ist, ja. Ich meine, kann auch ein gutes Event sein, keine Frage. Aber irgendwie so dieses klassische Grinden, was ja einfach Flive irgendwo ausmacht, dieses stundenlange Monster abschlachten, so langweilig das für manche auch sein mag, es ist einfach das Core-Gameplay von diesem Spiel. Und dass sich das zusätzlich durch ein Event so rewarding anfühlt, ist einfach geil. Weil du bist so abgelenkt, du achtest nicht auf den XP so sehr, du achtest nicht vielleicht auf die Gems so sehr, weil du siehst halt auch, okay, bei dem Event geht auch richtig was voran. Ich droppe hier richtig viele Boxen und es bewegt sich was. Und das fühlt sich einfach gut an. Das ist einfach dieser positive, ja, psychische Effekt einfach. Ja? Du stimulierst den Spielern ihren Belohnungsreiz oder was auch immer, ihr Belohnungsgefühl. Und das ist einfach wichtig beim Videospiel. Und das verstehen die Leute von Flive Universe, glaube ich, auch. Ja, aber es gibt leider Gründe, warum sie es eben nicht so machen können oder wollen. Und das ist einfach schade, weil, wie gesagt, ich kann hier wirklich nichts Negatives sagen, obwohl ich das Event gar nicht mag. Ne? Das ist halt auch das Ding. Also ich probiere das hier wirklich auch neutral zu bewerten. Ich selber habe ja gesagt, oder was heißt, ich mag das Event nicht, aber ich brauche von dem Event nichts unbedingt. Ja, ich meine, vielleicht mache ich jetzt doch ein paar Boxen auf, weil ich deutlich mehr gedroppt habe, als ich dachte. Wobei so viel wie heute werde ich auch nie wieder farmen, wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen. Muss ich auch dazu sagen. Aber es ist ja jedes Wochenende und am Wochenende oder zumindest Freitag und Samstag meistens spiele ich auf jeden Fall ein bisschen. Also ich denke, die 1000 Boxen könnten wir wohl noch knacken. Mal schauen, wie gesagt, aber vermute ich schon. Und ja, also ist echt ganz nice. Und jetzt könnte man vielleicht auch ein paar Boxen öffnen, just for the Lloyds, für diese High-Stat-Scrolls vielleicht oder so. Aber wie gesagt, ein Hauptaspekt für mich wird auch sein, wie viel die wert sind. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ich habe noch nicht nachgeschaut. Wird sich natürlich auch wahrscheinlich noch ein bisschen ändern bis Ende des Events. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich meine Entscheidung treffen. Ich brauche zwar momentan eigentlich kein wirkliches Penya, aber wie man bei dem weißäugigen blauen Drachen gesehen hat, so ein bisschen Penya, so ein paar Perinen, 1, 2 Stacks Perinen immer auf Tasche zu haben, ist gar nicht so schlecht, wenn man dann doch mal was kaufen will und nicht erst 2 Wochen lang Power-Ups im Auktionshaus verkaufen muss, um sich das dann auch leisten zu können, sozusagen. Aber ja, alles in allem, fettes Flive-Wochenende. Ich habe sehr viel Flive gespielt, sehr viel Flive-PC gespielt und sehr viel gefarmt. Und jetzt eben, wie gesagt, Stage 1 Final von Gempion ist jetzt abgeschlossen. Und ich müsste mich jetzt quasi auch für das Endfinal, quasi für das Season Final qualifiziert haben. Wenn man sich dafür überhaupt qualifizieren muss. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Qualifier qualifiziert dich für Stage Final. Stage Final, 1 von 3, qualifiziert dich fürs Season Final. Das heißt, am Season Final können eigentlich nur 24 Leute teilnehmen. Einer davon sollte jetzt eigentlich ich sein, theoretisch. Und halt die anderen 7, die jetzt auch in den Top 8 sind von diesem aktuellen Stage Final. Aber das ist halt wieder das Ding, ne? Was, wenn sie das auch einfach ändern und sagen, ja, es kann einfach jeder mitmachen. Bei dem Season Final wird es wahrscheinlich um, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Dollar gehen. Also schon sehr viel Geld. Und ja, das kann man dann schon sehr kritisch betrachten. Wie gesagt, also mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit Gempion. Spätestens beim nächsten Season Final in ein paar Monaten wird man es sehen. Aber wie gesagt, alles in allem, das hat es ein bisschen madig gemacht. Aber Flive-technisch lief es sehr gut. Also Gempion schlecht, Flive gut. Also ein semi-erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Und hoffentlich ziehen sie sowas nicht nochmal ab. Hoffentlich bleiben sie jetzt einfach beim Regelwerk. Weil ich meine, das Lustige ist, es haben jetzt nicht mal so viele Leute mitgemacht, wie Belohnungen kriegen würden. Also selbst die Tatsache, dass sie es jetzt gratis gratis zum Mitmachen gemacht haben, dass jeder mitmachen kann und for free. Trotzdem haben sich jetzt nicht hunderte Leute angemeldet. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie es nirgendwo angekündigt haben, außer im Gemhub Discord, wo halt wahrscheinlich kein einziger Flive-Spieler drin ist, ganz ehrlich. Aber gut, was weiß ich schon. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video und oder Stream wieder. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.